Für Kim Lewis und Slava Epstein, Professoren an der Northeastern University im amerikanischen Boston, liegen bahnbrechende Entdeckungen buchstäblich auf dem Boden. Dieses Gramm Erde enthält etwa 10 Milliarden Zellen und unzählige unbekannte Mikrobenarten. Manche von ihnen vielleicht mit neuartigen antibiotischen Fähigkeiten. Ihre Erfindung, mit der die beiden Wissenschaftler diese unglaubliche Vielfalt erforschbar machen, nennen sie iChip. Ein Hilfsmittel, mit dem sie die Tür zur unbekannten Welt der Mikroben aufstoßen. Um die unzähligen Arten mikroskopisch kleiner Bakterien, Pilze oder Mikroalgen zu erforschen, müssen größere Kolonien im Labor angezüchtet werden. Mittel der Wahl ist dafür seit 1887 die Petrischale. Aber nur etwa 1% aller Mikroben lassen sich so kultivieren. Bei den restlichen 99% gelang das bislang nicht. Ein Rätsel, das Mikrobiologen seit über einem Jahrhundert beschäftigt. Und uns alle betrifft. Antibiotika, die bakterielle Infektionen bekämpfen, basieren auf Stoffen, die von Mikroorganismen produziert werden. Und ohne neu entdeckte Mikroben keine neuen Antibiotika. Das letzte Mal, dass klinische Studien an einem neuen Antibiotikum durchgeführt wurden, ist 25 Jahre her. Der Mangel an Nachschub kann Leben kosten. Immer mehr Bakterien widerstehen den bekannten Antibiotika. Allein in Europa sterben jedes Jahr über 30.000 Menschen an Infektionen mit multiresistenten Bakterien, auch bekannt als Krankenhauskeime. Die Resistenzbildung gegen Antibiotika hat eine weltweite Krise ausgelöst. Sie könnte das Ende der Medizin bedeuten, wie wir sie heute kennen. Ende der 1990er Jahre haben Kim Lewis und Slava Epstein eine Theorie. Sie glauben, statt Mikroben ins Labor zu holen, muss man das Labor zu ihnen bringen. Wir dachten, dass man nicht kultivierbare Arten von Bakterien mit einem einfachen Trick zur Vermehrung bringen könnte, indem man sie da belässt, wo sie sich definitiv vermehren, in ihrer natürlichen Umgebung. Die beiden wollen ein Gadget bauen, mit dem sie ihre These testen können. Eine Herausforderung. Wir sind beide keine Ingenieure. Es war schwierig. Wir kamen dauernd auf Lösungen, die sich dann doch nicht als Lösung herausstellten. Kim Lewis löst den Kreativstau mit einer unorthodoxen Maßnahme auf. Eines Tages schloss er die Tür ab, sodass wir nicht heimgehen konnten, bevor wir eine Lösung gefunden hatten. Für mich war das problematisch, denn ich hatte eine Verabredung mit meiner Frau. Ein Date, zu dem ich keinesfalls zu spät kommen durfte. Und wenn man in einer Situation steckt, die einem keine Wahl lässt, dann liefert man auch. 40 Minuten später hatten wir ein Modell entworfen. Und das funktioniert folgendermaßen. Bodenproben wie jene vom Campusgelände werden mit einem Nährmedium vermischt. Den Prototypen der tragbaren Mikrobenzuchtstation kleben die Forscher letztendlich aus genial einfachen Zutaten zusammen. Man nimmt einfach eine Unterlegscheibe aus dem Baumarkt, verschließt die Öffnung beidseitig mit Membranen. Zwischen ihnen können sich Bakterien wunderbar vermehren. Mehr braucht man nicht. Materialkosten $1. Die aufgeklebten Membranen sind zu feinporig, um die Mikroben selbst entkommen zu lassen. Aber sie sind durchlässig für die kleinen Moleküle der Nähr- und Botenstoffe, die sie zum Überleben benötigen. Damit sie die bekommen, wird die fertige Diffusionskammer in der Heimaterde der Bodenprobe eingegraben. Die Bakterien werden im Prinzip ausgetrickst. Sie merken nicht, was mit ihnen passiert und vermehren sich zu Kolonien. Die Ergebnisse waren spektakulär. Wir hatten die Ausbeute an neuen Mikroben um Tausende von Prozent gesteigert. Wir waren auf der richtigen Spur. Allerdings wachsen die Bakterien in der Diffusionskammer wild und unkontrolliert durcheinander. Slava Epstein und Kim Lewis verfeinern ihre Erfindung. Ergebnis ist der sogenannte Isolation Chip, kurz iChip.
Das Herzstück dieser ersten Profi-Version besteht aus einer Plastikplatte mit rund 400 kleinen Löchern. Die Nährlösung mit den Bakterien wird so verdünnt, dass rechnerisch in jedem Loch nur eine Mikrobe sitzt. Die Bakterienkolonien wachsen im iChip sozusagen vorsortiert. Wie bei der Diffusionskammer halten Membranen oben und unten die Mikroben an Ort und Stelle. Slava Epstein und Kim Lewis melden ihre Erfindung zum Patent an. Wir haben insgesamt über 60.000 neue Arten von Bakterien entdeckt. Bei diesen Bakterien konnten wir über 30 Antibiotika identifizieren. Und von diesen befinden sich im Moment 3 in klinischen Vorstudien. Das ist Eleftheria terrae, eines von vielen Bakterien, das dank des iChips kultiviert werden konnte. Eleftheria terrae produziert einen Stoff, den die Forscher Teixobactin nennen. Er wirkt stark antibiotisch, sogar gegen den gefürchteten multiresistenten Krankenhauskeim MRSA. Derzeit laufen klinische Studien für die medizinische Zulassung. Momentan suchen wir nach antibiotisch wirksamen Stoffen. Das könnten aber auch antivirale, entzündungshemmende oder gegen Tumore hilfreiche Stoffe sein. Hauptbenefit ist dafür, eine völlig neue Quelle erschlossen zu haben. Die Erforschung des Universums der Mikroben und neue Antibiotika für die Menschheit. Die kleine Erfindung von Slava Epstein und Kim Lewis hat gewaltiges Potenzial.